jetzt muss ich powern, jetzt muss ich ziehen, weil ich habe nachher noch einen wichtigen Termin und ich kann sie ja nicht warten lassen. Gute Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, wie ihr seht, der alte Sack ist wieder bei wunderschönem Wetter unterwegs. Als ich zu Hause losgefahren bin, waren es 31 Grad. Ich befinde mich hier auf der Traumschleife Römer Keltenfahrt, die bei Fahrschweiler startet. Laut Komoot 13,9 Kilometer, das glaube ich denen nicht so ganz, denn am Anfang habe ich mich natürlich gleich verlaufen, weil ich blind dem Track gefolgt bin. Ich habe aber auch an der Stelle, wo ich geparkt habe, keine Markierung gesehen. Das kann ja noch eiter werden. Ja, und wenn ihr nicht verpassen wollt, was alles noch so passiert, dann bleibt dran. So Leute, Kilometer 2, wie ihr seht, laufe ich hier durch eine trostlose Monokultur. Bis auf jetzt dieses eine Bäumchen, was mir da entgegenkommt. Ich kann leider nicht sagen, was es ist. Vielleicht seht ihr es, vielleicht könnt ihr sagen, was das ist. Ist auf jeden Fall ein Laubbaum, ist ja schon mal was. Und da haben wir noch einen. Das sind wahrscheinlich so diejenigen, die aus Versehen dazwischen gewachsen sind. Ja, aber mehr ist bis jetzt hier auch nicht passiert. So Leute, 2,6 Kilometer. Wie ihr seht, ich habe dann doch mal jetzt den Wald verlassen können. Also doch nicht so ganz trostlos und habe natürlich einen wunderschönen Ausblick. Da ist, Moment, ich zeige es euch, das da ist Verschweiler, dann müsste das, leck mich am Ärmel, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ist natürlich schon peinlich, wenn man hier in der Gegend wohnt und nicht alle Käfer kennt, muss ich auch nicht. Habe ich jetzt Verschweiler oder Fahrschweiler gesagt? Das ist Fahrschweiler. Verschweiler ist bei Bitburg, ich verwechsel die immer. Ja, auf jeden Fall habe ich Glück gehabt, dass es dann doch nicht so trostlos ist, wie ich anfangs befürchtet habe. Auf jeden Fall hat man hier einen wunderschönen Ausblick, auch über die Felder, die sie schon abgeerntet haben. Recht früh eigentlich im August, oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Normalerweise erst im September wird vieles abgeerntet. Ja, das heißt, jetzt geht es hier wieder links Richtung Fahrschweiler und dann ja, schauen wir mal, was der Weg noch so bringt. Ich hoffe, da kommt noch einiges, woran man sich erfreuen kann. So Leute, ich habe jetzt noch mal nachgeguckt. Also das da vorne ist wirklich Verschweiler. So, dann das da ist Herl, da hinten das müsste dann Tom sein und da hinten das müsste Lorscheid sein. Wenn ich mich nicht irre. Ja. Aber wir wissen ja alle, Irren ist männlich. So Leute, nichts ist beständiger als die Lageänderung. Ich weiß nicht, vielleicht kriegt das mit, aber es fängt an zu regnen. Gestern im Wetterbericht hieß es noch Sonnenschein. Ja, kein Regen. Das Wetter ist im Moment so unbeständig. Naja, egal. Ich habe jetzt nichts mit. Also kein Regenponcho, nichts. Ich habe noch nicht mal die wasserdichten Schuhe mit, weil ich dachte, brauchst du nicht. Ja, egal, muss ich jetzt durch. Ich laufe das Ding jetzt auf jeden Fall zu Ende. Ich fange nicht nochmal an. So, 5 Kilometer. Es regnet, wie ihr ja mitbekommen habt. Ja, also im Moment ist das schon recht abwechslungsreich. Es wechselt sich halt ab zwischen Waldpfaden und dann mal wieder hier so ein bisschen mehr oder weniger freie Flächen, wo man halt eben auch eine gute Übersicht hat. Und ja, die Strecke war bis jetzt, naja, anspruchsvoll würde ich jetzt nicht sagen. Ist halt eher der Temperatur geschuldet, die eigentlich nicht meine ist, weil 30 Grad ist für mich schon extrem.
So, und jetzt mit dem Regen, der jetzt dazu kommt, der die Luftfeuchtigkeit dann nochmal anhebt, wird das Ganze nochmal ein anderes Level erreichen. Ja, ich lasse mich überraschen, was noch so kommt. Ich hoffe, da kommt noch so einiges die nächsten 9 Kilometer. So Leute, 5,6 Kilometer und der kleine Thilo trampelt jetzt hier eine wunderschöne Serpentine runter. Ich weiß nicht, vielleicht sieht man das. Sieht man natürlich auf der Kamera wahrscheinlich nicht so gut, aber hier geht es richtig schön steil runter. Und ich bin jetzt von da oben in Serpentinen hier herunter. Jetzt, so, das macht so richtig Spaß. Ne? Es ist zwar immer noch in der Monotonie eines Monokulturenwaldes, aber ansonsten macht sowas halt schon mal mehr Laune, mehr Spaß. Haut ab, ihr scheiß Mücken, ey. Ihr seid alle nicht mein Typ. Ja, gut, mit Mücken muss ich leben. Ist halt genau das Wetter. Oh, guck mal. Von oben hat man es schon gesehen. Aber da, ich glaube, das könnte mal ein alter Steinbruch gewesen sein. Möglich. Ist zwar ein bisschen weit hier draußen, aber ich habe keine Ahnung, was die Leute sich damals gedacht haben, als sie irgendwo Steine gebrochen haben. Vielleicht waren hier die Steine am besten. Ja, bis jetzt war das, wie gesagt, alles recht nett. Aber jetzt habe ich noch mal auf Komoot geguckt. Jetzt wird richtig lustig. Aktuell befinde ich mich jetzt so ungefähr auf 400 Metern. Vielleicht ein bisschen mehr. Und ich muss jetzt hoch auf 650 Meter in nicht ganz 3 Kilometern. Also im Durchschnitt so ungefähr 8% an Steigung dauerhaft. Und ja, ich denke mal, das wird jetzt die Wanderung so richtig interessant machen. Weil jetzt muss ich powern, jetzt muss ich ziehen. Weil ich habe nachher noch einen wichtigen Termin. Und ich kann sie ja nicht warten lassen. So Leute, 9,6 Kilometer in 1 Stunde 55 Minuten und ein paar zerquetschten. Ja, als ich vorhin meinte, 8% Steigung im Durchschnitt, habe ich wohl vergessen zu erwähnen, dass es am Anfang recht seicht geht. Und dann am Ende gibt es dann nochmal so einen richtigen Stich. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie viel Prozent, aber wird mit Sicherheit noch einiges kommen. Ja, im Moment, jetzt geht wieder gerade ein leichter Wind, eben ging gar kein Wind. Es ist im Moment richtig drückend warm, auch durch den ganz leichten Regen vorhin hat es das Ganze extrem schwül gemacht. Wie ihr seht, ich bin total am Wegfließen. Ich habe 2,5 Liter Wasser dabei, aber ich habe irgendwo so die böse Befürchtung, das wird nicht reichen. Aber es sind ja auch nur noch rund 5 Kilometer. Quatsch, 4,5 Kilometer sind es noch. Und im Auto habe ich auf jeden Fall auch noch genug zu trinken. Und da werde ich dann auch meinen Flüssigkeitshaushalt wieder auffüllen können. So Leute, offiziell Kilometer 10. Meine Uhr sagt 10, etwas. Keine Ahnung. Ja, bin hier an der Schutzhütte. Wie heißt das Ding? Des Heimat- und Verkehrsvereins Fahrschweiler. Sehr schön. Ja, eine wunderschöne Schutzhütte mit Sitzgelegenheiten. Natürlich auch Sitzgelegenheiten draußen. Fantastisch. Ja, mir ist es natürlich mal wieder nicht vergönnt, über diese Brücke zu gehen. Irgendwie kommen mir jetzt ständig irgendwelche Brücken entgegen, an denen ich alle vorbeilaufen muss, die ich aber nicht drüber gehen darf. Keine Ahnung warum. Hier steht Startziel 3,9 Kilometer. Die schlimmsten Höhenmeter habe ich noch vor mir. Es hilft nichts, jammern hilft nichts, rumstehen hilft nichts. Weiter geht's, Attacke. So Leute, dann werde ich euch jetzt doch bei dem Anstieg, oh leck mich am Ärmel, die Serpentinen hier hoch mal mitnehmen. Ich muss echt aufpassen, dass das mit den Schuhen hier keine rutschige Geschichte wird. Hier gehen mehrere Pfade. Oh, leck mich am Ärmel. Das wird noch was werden. Wo muss ich denn lang? Da muss ich lang. Wieso geht dann der Pfad hier lang? Irgendwas stimmt hier nicht. Da ist ein Schild. Da ist ein Schild. Ach, ich hätte da unten lang gemusst und dann hier in der Serpentine hoch. Ja, das muss mir doch einer sagen. Verdammte Axt. Da haben wahrscheinlich wieder einige die Abkürzung genommen, weil sie zu faul waren, da unten rumzulaufen. Gut, ich jetzt auch. Aber es hat ausnahmsweise nichts mit Faulheit zu tun. Ja, da sieht man den Trampelpfad. Scheiße. Naja, werde ich, ach du Scheiße, werde ich mich jetzt da hochquälen. Und wenn ich oben bin, melde ich mich.
So Leute, Kilometer 11 habe ich jetzt hinter mich gebracht. Ja, auf meine Angaben der Uhr kann ich mich jetzt nicht mehr verlassen, weil unten bei der Schutzhütte habe ich natürlich wieder mal die Uhr gestoppt. Ja, und habe natürlich vergessen, wieder zu starten. Ich schätze mal, mir fehlen so 400 Meter. Ungefähr plus minus mal geteilt. Könnte ich mich schon wieder ärgern, aber das ist wieder typisch für mich. So, den Zenit der Tour habe ich jetzt überschritten. Das heißt, es geht jetzt kontinuierlich nur noch bergab. Ich muss sagen, der Anstieg, der letzte, der war schon knackig, ja. War gut. Halt mal über längere Zeit schön die Lungen durchpumpen. Ihr hört es ja, wie ich immer noch am Hecheln bin. Oh, leg mich am Ärmel. Boah. Ja, vorhin habe ich mir übrigens so gedacht, die Wege sind ja doch ganz gut gepflegt. Stellenweise. Also hier sind Stellen auch wieder, da ist nichts gepflegt. Aber naja, was soll's. Es gehört halt auch dazu. Ich habe halt nur in wahnwitziger Weise eine kurze Hose angezogen, weil die andere, die ich das letzte Mal anhatte, da ist im Schritt ist die gekracht. Vielleicht kann man die nochmal retten. So, und bei der hier finde ich die Beine nicht mehr, die ich abgemacht habe. Ich weiß nicht, wo ich die hin habe. Ich werde die irgendwann mit Sicherheit mal finden. So, da vorne kommen wir auch schon wieder aus dem Wald raus. Wo ist die nächste Markierung? Nee, gelogen. Ich gehe jetzt hier rechts rum und dann geht es weiter in den Wald. Ah ja, 2,5 Kilometer noch. Ja, gut. Eine Römerstraße zwischen Fahrschweiler und... scheiß Mücke. Eine Römerstraße zwischen Fahrschweiler und Rheinsfeld erhebt sich der Oostburger Hochwald 100 bis 200 Meter über die umgebende Hochfläche des Hunsrücks. Weil der Untergrund aus nährstoffarmem Quarzit besteht, bleibt dieser Höhenrücken zu allen Zeiten bewaldet. Okay, interessant. So, dann werde ich mich jetzt noch die 200 Kilometer zum Auto zurückbemühen. Und dann werde ich erstmal einen großen Schluck Wasser nehmen, weil ich habe das Gefühl, ich habe hier nicht mehr viel in der Tasche. Ich bin dauerhaft am Schwitzen, das Wetter ist so ekelhaft. So Leute, 13,5 Kilometer in die Zeit, das stimmt alles sowieso nicht mehr. Ich steuere jetzt so auf das Ende der Wanderung zu. Da unten ist übrigens der Sportplatz, an dem ich vorbei bin. Ich gebe am besten jetzt schon mal ein Fazit ab, weil ich glaube, da hinten passiert sowieso nicht mehr viel. Es sind also laut Komoot 13,9 Kilometer, offiziell sind auch 13,9, also das passt dann auch so. Ja, wie war die Wanderung? Eigentlich sehr schön. Von Temperaturen her war es so am Anfang krachend heiß, dann extrem schwül, aber da kann die Wanderung ja nichts für. Es ging halt schön bergauf, bergab. Es war halt eben auch mal, zumindest am Anfang, sehr abwechslungsreich. Halt eben mal ein bisschen Wald und dann wieder raus auf freie Felder und so. Der letzte Rest hatte ich mehr nur im Wald abgespielt. Highlights waren jetzt auch nicht so viele da. Waren ein paar Stellen, die waren wirklich ganz nett sich anzugucken. Also für Sightseeing wieder mal nichts oder nur bedingt. Aber was die sportliche Komponente angeht, würde ich sagen, ja, da war schon einiges dabei. Ne? Zwischendurch mal so kleine, kurze, aber extrem knackige Anstiege. So, was aber richtig geil war, war so der Schluss, wo es dann die 250 Meter hochging. Am Anfang noch schön entspannt und dann so richtig schön wie in einer Kurve. Schöne Parabel nennt man das, glaube ich. Schön so nach oben. Ne? Und so im letzten Rest durfte noch mal schön ackern. Es gab zwar zwischendurch mal so ein paar Querungen, die halt flach waren, so 50, 60 Meter, mal so kurz zum Durchatmen, aber dann ging es auch gleich wieder schön weiter. Also es hat richtig Laune gemacht und also was sportliche Geschichten angeht, würde ich sagen, ja, das ist zu empfehlen. Da kann man so zwischendurch ordentlich mal die Lungen durchpumpen. Ja, ich steuere jetzt auf den Parkplatz auch zu, wo das Auto steht und dann werde ich mich umziehen, weil so kann ich mich nirgendwo mehr blicken lassen. Ich stink wahrscheinlich wie ein nasser Puma. Und dann werde ich den Tag heute auch ganz entspannt ausklingen lassen. Ja, in diesem Sinne, danke, dass ihr dabei gewesen seid. Über ein Like würde ich mich freuen, weil sowas motiviert mich natürlich immer, noch mehr Touren zu gehen und diese auch zu filmen. Gebt ruhig Kommentare rein, was ihr davon haltet. Und ganz wichtig, abonnieren nicht vergessen, ne? Und die Glocke, damit ihr auch definitiv nichts mehr verpasst. Und in diesem Sinne und tschüss.